Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Ist Gender nur ein neumodisches, dummes Zeugs? Wir begeben uns auf ein Abenteuer in die Welt des Gendern. Aber keine Sorge, hier wird niemand nach der Mitte eines Wortes schnappen, als würde er nach einer verlorenen Schallwellenpause suchen. Hä? Wie bitte? Gemach, Gemach. Eins nach dem anderen. Es wird schließlich eine mehrteilige Reihe werden. Denn so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Ich möchte weiter darauf hinweisen, dass das hier kein Ersatz ist für ein Germanistikstudium oder Biologiestudium. Dies dauert nämlich mehrere Jahre. Und diese Jahre erhebt auch keinen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Dieses Thema ist nämlich zu komplex, als dass es hier in ein paar Teile Video vermitteln könne. Ich möchte mich dennoch dieses Themas, insbesondere dem Thema Gendern, annehmen, weil es mich auch persönlich sehr interessiert. Ich wurde tatsächlich gefragt, was ich denn von diesem Gendern halte. Hier ist meine persönliche Erfahrung meines Abenteuers. Nun, hier ist es sehr wichtig, genau aufzupassen, was wir damit meinen. Ist es wirklich die Frage nach dem, was heutzutage landläufig, umgangssprachlich unter Gendern verstanden wird, wie Bürger, Sternchen innen, Bürger innen oder BürgerInnen, indem man in der Mitte des Wortes nach Luft schnappt, weil man eine Schallwellenpause macht, die sich anhört, als würde man sich verschlucken? Oder ist damit tatsächlich dieses Gendern gemeint? Das Gendern von Sprache, welches eng mit dem Themen Geschlecht und Geschlechtsidentität verbunden ist. Das Gendern von Sprache, welches sich auf die Verwendung von Begriffen und Ausdrücken bezieht, die Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtervielfalt berücksichtigen. Oder ist das gar was ganz anderes? Ihr werdet sehen im Laufe dieser Reihe, dass dieses Thema nicht so einfach en passant zu erklären ist, geschweige denn zu verstehen oder gar Verständnis dafür aufzubringen. Vor einigen Jahren dachte ich auch, es gibt nur männlich oder weiblich, Penis hier, Vagina da. Aber dann kam die Natur mit all ihren Überraschungen um die Ecke. AGS Mädchen und AGS Frauen klingt fast so wie Geheimagent, oder? Ich hatte Glück, denn jemand, eine Frau, weiblich, X, zumindest hat sie sich für das ausgegeben, verwies mich auf den Begriff Intersex. Neugierig wie ich bin, machte ich mich tatsächlich auf die Erkundung dieses Wortes Intersex. Ich habe in Lexikas geblättert und erfahren, dass Penis angeblich das Gegenteil von Vagina ist. Das klingt so, als wäre Auto das Gegenteil von Fahrer, nur weil beides rollt. Die Aussage, dass das Gegenteil von Penis Vagina und umgekehrt sei, ist nicht korrekt, wenn man sie rein aus einer lexikalischen oder linguistischen Perspektive betrachtet. Diese beiden Begriffe beziehen sich auf unterschiedliche anatomische Strukturen im menschlichen Körper und sind keine direkten Gegensätze zueinander. Ein Penis ist ein männliches Geschlechtsorgan, während eine Vagina, genau, ein weibliches Geschlechtsorgan ist. Diese beiden Begriffe beschreiben verschiedene Teile des Fortpflanzungssystems und sind in dieser Hinsicht nicht direkt gegensätzlich. Es ist wichtig, Begriffe und deren Bedeutung in einem angemessenen Kontext zu verstehen und nicht einfach als Gegenteile anzusehen, nur weil sie sich auf verschiedene Aspekte des Geschlechts beziehen. Die Vorstellung von Gegenteilen in der Sprache ist komplexer und hängt von vielen Faktoren ab.
Und sowas in Lexikas, dachte ich mir, das ist doch pervers, oder? In der Tat ist die Vorstellung, dass das Gegenteil von Penis Vagina ist, rein anatomisch betrachtet ungenau und vereinfacht die komplexe Natur von Geschlecht und Sexualität. Begriffe wie Penis, Vagina sind wissenschaftliche Bezeichnungen für bestimmte anatomische Strukturen und sollten nicht als direkte Gegenteile behandelt werden. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Sprache oft Vereinfachungen oder grobe Kategorisierungen verwendet, um komplexe Konzepte darzustellen. Im Fall von Auto und Fahrrad handelt es sich um Fahrzeuge, aber die Kategorien sind hier klar definiert. Bei Penis und Vagina handelt es sich aber um Teilaspekte des menschlichen Fortpflanzungssystems und Geschlecht und Sexualität sind zwei vielschichtiger als diese beiden Begriffe allein. Die Verwendung von Gegenteilen in der Sprache kann in einigen Fällen zu Missverständnissen oder sogar Vereinfachungen führen, die der Komplexität von realen Konzepten nicht gerecht werden. Deshalb ist es wichtig, Begriffe in einem angemessenen Kontext und mit einem tieferen Verständnis zu verwenden. Es sind ja nicht nur diese Gegensätze in unserer Sprache, es sind stinknormale Wörter, die wir alltäglich nutzen, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Ich beobachte zum Beispiel, und das schon längere Zeit, dass im TV, zum Beispiel beim Fußballsport, von Gegnern gesprochen wird. Warum Gegner? Gegner, jemand, der gegen eine Person oder Sache eingestellt ist und sie bekämpft. Mir gefällt das nicht. Warum benutzen wir nicht andere Worte? Wie zum Beispiel Widersacher, Kontrahent, Gegenspieler? Echt jetzt? Mich störte und stört immer noch, dass hier immer das Gegen betont wird. Kontra, Wider, Gegner. Was ist mit den Parteien auf eine gleiche Ebene zu stellen? Geht das überhaupt? Wie könnte man denn anders sagen als Mannschaft A spielt heute gegen Mannschaft B, um beide Parteien auf einer Ebene zu haben? Nun, Mannschaft A versus Mannschaft B. Das Versus wird oft verwendet, um einen Kontrast oder eine Gegenüberstellung zwischen zwei Entitäten auszudrücken. Und wie könnte sich denn die Aussage im Fußballsport anhören, ohne dass man Gegner benutzt und ohne das lateinische Versus? Okay, berechtigte Frage. Hier, im Spiel zwischen Mannschaft A und Mannschaft B, ... Und wie könnte die Aussage, Mannschaft A hat den Gegner fest im Griff ohne das Wort Gegner oder Versus? Okay, verstehe. Mannschaft A hat die Kontrolle über die Situation. Ich möchte mit diesem Beispiel den sprachlichen Kontrast in Bezug auf geschlechtergerechte Sprache in meinem Video verdeutlichen. Und dabei ist es wichtig, Wörter und Ausdrücke zu finden, die die gewünschten Nuancen vermitteln. Hier sind einige Beispiele für Wörter im Deutschen und mögliche Alternativen, die eine weniger konfrontative Konnotation haben. Anstatt Feind, Gegenspieler. Anstatt Rivale, Mitbewerber. Anstatt Gegensatz, Kontrast. Anstatt Gegnerschaft, Gegenpartei. Anstatt Widersacher, Herausforderer. Diese Alternativen betonen oft weniger die Feindseligkeit und können eine freundlichere oder ausgewogenere Sprache fördern. Du kannst ja je nach Kontext entscheiden, welches Wort am besten passt. Und wir ärgern uns über Geschlechteridentitäten, fordern Geschlechtsstellung und vieles mehr. Echt jetzt? Wortklauberei etwa? Wortklauberei kann ein heikles Thema sein, aber es ist wichtig, genau auf die Bedeutung von Worten und Begriffen zu achten, insbesondere wenn es um komplexe oder sensible Themen geht.
Die Art und Weise, wie Begriffe verwendet werden, kann die Kommunikation und das Verständnis beeinflussen. Es ist oft sinnvoll, präzise und respektvolle Begriffe zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass Informationen korrekt vermittelt werden. In komplexen Themen wie Geschlecht oder Sexualität ist die Verwendung von präzisen Begriffen und die Sensibilität für die Vielfalt der menschlichen Erfahrung von großer Bedeutung. Ich weiß sehr wohl, Wohlklauberei kann auch übertrieben sein, wenn sie den eigentlichen Sinn oder die Absicht einer Aussage nicht wesentlich verändert. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Verständnis zwischen der Genauigkeit von Begriffen und der Verständlichkeit und Kommunikation zu finden. Manchmal sagen sie das zu mir, Wortklauberei. Aber wisst ihr, wenn es darum geht, die Vielfalt der Geschlechter zu verstehen, ist ein wenig Wortklauberei wie die Würze in der Suppe. Es bringt Geschmack und Klarheit. Aber keine Angst. Heute werde ich nur ein Logomachus sein. Nein, nicht Tele und auch nicht Lego, einfach Logo. Logo? Logo. Letztendlich ist es hilfreich, respektvoll und offen für Diskussionen zu sein und darauf zu achten, wie Begriffe in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Ist das nicht genau mit ein Grund für unsere moderne Streitthemen von wegen Geschlechtsidentitäten, Gendern, Pronomen, wenn bereits in Lexika so ein Blödsinn steht? Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Die Art und Weise, wie Begriffe in Lexika und Wörterbüchern definiert werden, kann tatsächlich Einfluss auf unsere Sichtweise und unser Verständnis von komplexen Themen wie Geschlechtsidentität und Gender haben. Und ich bin der Ansicht, dass es nicht nur haben kann, sondern auch tatsächlich hat. Historisch gesehen haben Wörterbücher Geschlecht oft auf männlich oder weiblich beschränkt. Dies spiegelt eine begrenzte und vereinfachte Sichtweise wider und trägt möglicherweise zur Vorstellung bei, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Aber heute aktualisieren sie sich schneller als meine Smartphone-Apps. Die Welt hat sich verändert und unsere Wörterbücher tun es auch. In den letzten Jahren hat es eine zunehmende Sensibilisierung und Veränderung in der Art und Weise gegeben, wie Geschlechtsidentität und Gender in Wörterbüchern und in der Gesellschaft insgesamt betrachtet werden. Viele moderne Wörterbücher aktualisieren ihre Definition, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und die komplexe Natur von Geschlecht und Sexualität besser widerzuspiegeln. Dies ist ein Teil eines breiteren gesellschaftlichen Wandels, bei dem Menschen sensibler für die Bedürfnisse und Erfahrungen von Menschen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten werden. Die Aktualisierung von Lexika und Wörterbüchern ist nur ein Aspekt dieser Veränderung. Aber er kann dazu beitragen, ein inklusiveres und vielfältigeres Verständnis von Geschlecht zu fördern. Ich dachte ja auch, es gibt nur zwei Geschlechter, bis mich eine Intersex-Koryphäe aufklärte. Manchmal müssen wir unsere Scheuklappen eben ablegen, um die wahre Vielfalt dieser Welt zu sehen. Das ist okay. Das ist ein wichtiger Punkt, die Bereitschaft, der eigenen Ansichten und Vorstellungen zu überdenken und offen für neue Informationen und Perspektiven zu sein, ist entscheidend für die persönliche Weiterentwicklung und ein besseres Verständnis von komplexen Themen wie Geschlecht und Geschlechtsidentität. Es ist völlig normal, dass Menschen zunächst aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung und Erziehung bestimmte Annahmen haben. Doch es ist auch wichtig, den Horizont zu erweitern und Informationen zu suchen, um ein breiteres Verständnis zu entwickeln. Das Erlernen und Verstehen von Begriffen wie Sexus, Genus, Intersex, Intergender, Gendern
kann dazu beitragen, die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen besser zu schätzen und Vorurteile abzubauen. Und um diese Reihe zu verstehen, nicht nur die Schallwellen aufnehmen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Offenheit für neue Erkenntnisse sind Schlüsselkomponenten für persönliches Wachstum und die Schaffung einer inklusiven und respektvollen Gesellschaft. Das will diese Reihe hier erreichen. Lasst uns diese Reihe der Logomachie im nächsten Teil fortsetzen. Denn jetzt könnt ihr erstmal das Gehörte verdauen. Kleine Pause für die grauen Zellen. In diesem Sinne, ich kann niemandem etwas lehren. Ich kann sie maximal zum Nachdenken bringen. Sokrates. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Weisheiten zum Mitnehmen servieren. Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis.